So, erstmal sorry, dass es ein bisschen gedauert hat, aber ich quäle mich leider immer noch mit einer Erkältung. Ich wollte schon viel früher. Ich habe es seit ein paar Tagen fertig, aber es ging einfach nicht. Auch meine Aufbauvideos sind leider nicht so geworden, dass ich gesagt habe, okay, kann man machen. Deswegen zeige ich sie euch jetzt einfach mal so. Mir fällt es ein bisschen schwer, denn das ist ein bisschen was anderes, als ich erwartet habe. Ich habe mal wieder das übliche, einen schönen Mold King Zug mit Tralala erwartet. Aber das Ding ist viel besser, als ich gedacht habe, was allerdings nicht nur positiv ist, sondern auch für manche Leute ein Problem darstellen wird. Habt ihr gesehen, wie das Ding fährt. Erstmal eins vorweg. Was ist das? Das ist ein wunderschönes Displaymodell, das auch fährt, aber es fährt nur auf wirklich diesen großen Radien. Vergesst es auf Lego-Schienen, keine Chance. Dafür ist es nicht gemacht. Aber es ist ein wunderschönes Displaymodell. Eigentlich so ziemlich das beste Klemmbaustein-Eisenbahn-Modell, das ich jemals in meinen Fingern gehabt habe. Um euch das mal zu verdeutlichen, was ich damit meine, ist, schaut mal, das ist ein Lego-Zug. Damit ihr mal eine Größenvorstellung habt. Also das ist auch, ja, was Höhe und Länge betrifft. Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. So, ich fange jetzt mal an mit der Bedienungsanleitung. Die ist super. Ich habe keinerlei großartige Probleme gehabt, bis auf natürlich, das ist alles dunkelgrün, schwarz und hier dunkelblau, schwarz beim Wagen. Ich meine, das ist halt ein bisschen schwierig in der Anleitung, wenn man kein gescheites Licht hat. Ja, ist es schon. Ich habe viel abends gebaut und das war dann manchmal schon ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten überhaupt keine Probleme, bis auf ein paar Kleinigkeiten, auf die ich dann kommen werde. Aber ja, so grundsolide, gute Anleitung, richtige Baufehler habe ich nicht gehabt. Ich hatte zwei Teile, die mich etwas ärgern, die bei mir gefehlt haben, aber bei mir war auch der Beutel 1 aufgerissen. Und zwar ist das einmal hier oben so eine Plate, die innen rund hohl ist. Da habe ich jetzt hier eine normale Plate mit der Kreuzachse reingesetzt, was natürlich nicht schön ist. Also es ist schön, wenn es drauf sitzt, passt es wunderbar, aber hier kommt natürlich der Dampf nicht vernünftig durch. Ach, den Dampfgenerator hatte ich vorhin nicht an. Der läuft natürlich auch bei dem Modell. Ist überhaupt kein Problem. Dann fangen wir mal mit der Lok an. Ja, fangen wir mit dem Fahrgestell an. Einfach mal eine Übersicht. Man baut also erstmal hier unten den Rahmen mit den Rädern dran. Die sind ja, hatte ich ja schon gezeigt, das sind Riesendinger. Vorläufer, Nachläufer, Steuerung und den Kasten. Das hier ist ein bisschen tricky zu bauen. Wo sieht man es hier? Da ist so eine Hülse. Da sind so abgeschnittene Schlauchstücke drin, damit die Achsen von hier und von hier nicht zu weit in diese Hülse reinrutschen können. Ist aber gut beschrieben in der Anleitung, ist kein Problem. Aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten, an die man sich gewöhnen muss. Hier hinten stimmen irgendwie die Friktion der Pins nicht hundertprozentig. Also das läuft ein bisschen zäh, ist auch beim Fahren sitzt das Rad nicht vernünftig auf. Das ist aber nur Justage. Beim Bauen baut man ziemlich früh hier unten diese Anbauten. Ja, die fallen dann ganz gerne mal beim Bauen ab, aber es ist alles überhaupt kein Problem, weil das ist nicht allzu kompliziert. Auch machbar. Ja, Fahrgestell. Der Vorläufer sitzt hier auf so einem Gummistange hier. Ja, funktioniert, hält eigentlich auch, aber wie gesagt, echt erstaunt. Das hier sind M-Räder auch beim Vorläufer, ist es sehr erstaunlich. Die Schürze ist ein bisschen diffizil zu bauen. Drehen wir es mal um. Hier an der Stelle. Diese Schürze ist ein bisschen diffizil zu bauen. Die sitzt hier auf so Gelenken. Ja, die macht man ab und zu. Ups, jetzt ist mein Teil abgegangen. Aufmachen. Ja, die wackelt beim Bauen ein bisschen rum, weil die sehr früh angebracht wird. Das wird, glaube ich, schon im Bauabschnitt 1 gemacht. Hätte ich ein bisschen später angeklipst, aber auch alles überhaupt kein großartiges Problem. Das hier sitzt bloß oben auf, das ist der Kamin. So, dann baut man die ganzen Innereien und also was ein bisschen ein Problem ist, das kann ich jetzt ein bisschen schwer zeigen, ist, man baut hier Stelen hoch und
Da sitzt die Akkubox, die 2XL-Motoren und vorne der Rauchgenerator. Und dann bringt man von der Seite hier diese Platten an und dann den Deckel oben drüber. Das einzig wirklich große Problem ist, die ganzen Kabel hier innen drin einzubringen. Das hat Mold King wirklich versäumt, da vernünftige Kabelkanäle. Also das ist wirklich gepackt, also innen drin. Hat lang gedauert, bis ich das alles so hinbekommen habe. Auch hier vorne habe ich leider übersehen, denn es ist so, dass in der Bauanleitung wird gezeigt, leg das Kabel hier hin, und im nächsten Schritt sind die Kabel nicht mehr gezeigt. Das heißt, man muss sich von vornherein überlegen, wie man diese Kabel verlegt dann. Das ist jetzt bei mir nicht so schön, stört mich aber ja, auch nicht so sonderlich. Ansonsten wirklich super Bautechniken, keine Klemmkraftprobleme, wie ihr auch vielleicht seht, keine Farbabweichungen. Also ich finde keine. Und das ist natürlich Wahnsinn. Das ist auch so schön gebaut hier, der Winkel des Führerhauses. Also wirklich alles schön. Hier oben ist ein Deckel, wo man an die Akkubox kommt zum Aufladen. Die Teile hier, die sind auch noch ein bisschen schwierig zu bauen. Da ist bei dem hier ist so ein Stift drin, habe das dann alles so drauf geschoben. Und bei dem Teil hängt es nur an so Clipsen und das ist ein bisschen wackelig hier. Aber im Normalfall auch kein Problem. Ja, ist halt sehr viel Arbeit und Geduldsarbeit, diese ganzen Schläuche auf die richtige Länge. Die schneidet man alle ab und da ist in der Bauanleitung die Länge. Ja, und dann klipst man das alles dran. Das ist ein bisschen eine Fleißarbeit, aber ich fand das recht entspannend abend. Da drehen wir es immer um. Dann kommt man nämlich zum zweiten Fehlteil, was ich hatte. Diese Stangen hier, das sind auch so Schläuche, die hier. Und das ist überhaupt kein Problem, die sind bei mir gerade und die verbiegen sich immer ein bisschen richtig so wieder aus, kein Problem. Und die werden hier auch für die Umsteuerung benutzt. Und da hat hier ein Schlauch gefehlt, sodass ich hier so eine graue Stange aus meinem Fundus einsetzen musste. Also so ein Schlauch hat gefehlt, damit ich das hier hinterführen kann. Ja, ist auch nicht so schlimm, finde ich jetzt nicht so. Das Teil hier oben ärgert mich mehr, weil das ist kein Standardteil. Das muss ich irgendwie schauen, wo ich das herbekomme. Dann baut man natürlich auch ein bisschen Inneneinrichtung hier im Führerstand. Ja, auch schön. Ja, so viel zu dem Thema. Dann machen wir mal weiter mit dem Tender. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Auch M-Räder, alles solide gebaut. Das hier ist alles mit so seitwärts, mit hier so eine Platte oben drauf gedrückt mit den ganzen Seitenpanelen. Alles überhaupt kein Thema. Ich möchte auch gar nicht so viele Details vom Bau verraten, weil es ist schon manchmal sehr überraschend, was man baut, wie man es baut. Das ist die Aufnahme für die Lok. Hier oben, wenn man schaut, Fliesen, auch alles in Ordnung. Also ganz wenig Kratzer. Bin echt erstaunt über die Steinequalität in dem Set. Also ja, ich habe mir schon Angst gehabt, dass da viele Kratzer drauf sind, aber war bei mir nicht der Fall. Dann das hier, soll die Aufstiegsleiter sein. Die hängt hier nochmal weiter raus wie. Ups, das sieht jetzt nicht so schön aus. Die hängt noch ein Stückchen weiter raus als die schon breiten 10 Noppen. Also der Zug ist 10 Noppen breit plus X. Also das ist schon, ja, da muss man sich vielleicht was anderes einfallen lassen, falls man wirklich im Fahrbetrieb von hinten auch sehr schön. Ja, das war die Lok. Nochmal jetzt von der Seite. Ja, macht euch selber euren Eindruck. Dann kommen wir zum Wagen. So, der Wagen. Ja, was soll ich sagen? Das Ding ist ein Monster. Das sind wirklich 70 Noppen Länge. Also das ist eine große Baseplate da hinten. Dass Sie sich die Größe mal ein bisschen vorstellen. 70 Noppen Länge, 10 Noppen Breite. Also das ist schon der Wahnsinn. Fange ich mal von unten an. Auch hier keinerlei Farbabweichungen bei mir. Ich finde es echt erstaunlich, die Qualität des Sets. Dann hier schön gebaut, dieses Orient Express Logo mit den Fischen. Das Fahrgestell, ja, sehr aufwendig, aber hier hält wirklich alles, obwohl diese Teile hier alle nur auf diese Fliese hier oben genoppt wird und diese Fliese auch nur an 2 Noppen hält. Also es ist alles stabil, es ist
ist mir noch nie abgefallen, also wenn ich zu grob hingefasst habe. M-Räder hier drin. Die Puffer sehen halt ein bisschen klein aus. Schöne Unterbauten auch hier mit den Dingen. Es ist nicht so knifflig zu bauen, ja, man muss sich konzentrieren, aber ja, es geht. Es ist überhaupt kein Problem. Dann machen wir mal das Dach auf, sofern es geht, mit einer Hand. Probieren wir es halt mal. So. Man sieht, das Dach ist unten mit transparenten Platten gebaut. Finde ich vollkommen irre. Aber cool, weil ein bisschen Licht hier noch durch diese Dinger dadurch durchscheint. Sehr schön gemacht. Dunkelrote Inneneinrichtungen, tarnfarbene Fenster, Blümchen, Lampen. Den habe ich mal reingesetzt, damit man sieht. Erst habe ich mir gedacht, ist ja blöd, wenn hier keine Noppen sind. Aber der hält auch so ganz schön da drin. Also es ist wirklich sogar, das ist ganz gut designt. Wenn der Zug fällt nicht raus. Also passt. Ja, hier ist noch ein Schlafabteil drin. Schön gemacht. Hier hinten auf dieses rote Ding gehört eigentlich nur eine Uhr geklebt. Habe ich nicht aufgeklebt. Ja, hat es nicht gebraucht, sieht man nicht. Schöne Inneneinrichtung. Dachaufbauten auch sehr schön. Noch ein bisschen aufwendig, klar, mit diesen ganzen Roboterbeinen. Das ist ein bisschen. Aber auch hier, wenn man schaut, die ganzen Fliesen, alles sauber. Also wirklich Qualität top. Ja, das war der Wagen. Die Einstiege hier. Jetzt werde ich das Ding mal ins Regal stellen, um euch ein bisschen was zu zeigen. So steht das bei mir zu Hause im Regal. Da oben steht noch das Krokodil. So, jetzt sieht man nämlich die Schwachstelle. Es ist ein wunderschönes Displayset. Sieht super aus, wenn man es schön präsentiert. Allerdings ist es nicht kombinierbar mit anderen Zügen. Wenn ihr den Größenunterschied seht, wenn ihr den Wagen da dran hängt, das schaut nach gar nichts aus. Das heißt, Display so wie es ist, wenn man einen zweiten Wagen will, muss man sich ein zweites Set kaufen. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Aber es ist wunderschön, wie es ist. Ja, das war schon mein kleines Video. Ich habe gedacht, ich zeige mehr vom Aufbau, aber tut mir leid, es ging halt einfach nicht anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.